Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins OnLive. Jetzt wieder auf ins OnLive mit dem Eurotruck Simulator 2, ETS 2. Mach das mal weg. Also, das ist die Seite. Ich möchte mal kurz sehen, wie die Bank aussieht. Bank sagt, sieht gut aus, Kontostand 37.171 habe ich also. Dann zweiter Punkt, Karriereentwicklung. Da bin ich also gut im Bereich Neuling, Level 5. Ich weiß gar nicht, wie viele Level es gibt. 10 Stück oder wie? Keine Ahnung. Okay. Und also 4000 Kilometer gefahrene Strecke bisher. Ist nicht sehr viel. Strecke während freier Fahrt. Strecke während freier Fahrt. Was ist das? Also wenn ich einen eigenen LKW habe, wie? Okay. Also, ja, ich muss mal das Bild wegmachen, Leute. Die Kamera ausschalten. So. Ihr hört mich noch hoffentlich. So. Also bauen wir einen neuen Auftrag für heute. Ich möchte wieder fahren. Eine Auftragsvergabe. Ja. Also wir waren in Frankfurt zuletzt. Da waren wir. Und da bin ich also momentan. Was habe ich zur Auswahl? Ich kann nach Stuttgart fahren für 5.000 Euro. Ein 7-Tonner. Was liefere ich denn dahin? Steht gar nicht dabei. Metalldosen. Dann kann ich einen Vorratstank liefern. Nach Straßburg, nein, nicht schon wieder Frankreich. Dann, wie wäre das mal mit Nord? Ich dachte, Frankfurt wäre so irgendwie die Drehscheibe vielleicht für den Norden, aber ich möchte nicht wieder in den Süden fahren. Obwohl, warum gibt es da 5.000 Euro? Das ist lukrativ. Ist irgendwie wieder ein Haken dabei oder? Ist egal. 5.000 nehmen wir mit, oder? Das Angebot steht, 5.000 Euro, können wir nicht meckern, also nehmen wir den Auftrag an. Okay, auf nach Stuttgart wieder. Ja, die Stadt haben wir auch gleich dort. Man ist heute gnädig. Ich wollte auf F4 drücken, aber da bin ich auf 4. Standlich machen, Abblendlicht und Umleuchte. Okay, haben wir. Wie geht's weiter? Gar nicht, oder wie? So geht's weiter, ja. Spiegel haben wir noch da, sehen wir nicht viel. Also wir müssen hier nach rechts runter. Und wie sieht denn das überhaupt aus? Was falsch denn hier überhaupt? Nicht zu sehen. Ich fahre im Dunkeln. Ich kann hier überhaupt nichts erkennen. Da hängt irgendwas dran, aber was genau? Metalldosen, ja. Ich fahre im Dunkeln los und sehe nicht, was ich da fahre. Das ist ja schon mal merkwürdig. Da sind wir also. Da sind wir ja. Achtung, doppelt.
mit Anhänger auch noch. Oh ja, ein Liederzug, wobei, Liederzug, hab ich schon mal gehabt, okay. Liederzug kostet immer ein bisschen mehr, bringt aber vielleicht was bei der Erfahrung. Ja, okay, dann fahren wir mal raus. Da waren wir. Den an, ja. Und dann fahren wir mal im Dunkeln los. Einschalten. Haben wir. Ich muss den weiter ausholen. Und dann jetzt hier so rumfahren. Und dann hoffe ich, dass ich da gut um die Ecken komme. So gerade, aber mit dem Anhänger hinten drum. Das ist ein langes Ding. Wobei ist das ein langes Ding. Wobei, okay. Das ist ein ganz langes Gerät hier. Du musst jetzt nach rechts. Ich muss sehen, dass ich dann wieder nicht irgendwo hängen bleibe und groß ausholen. Also nach rechts. Der ist ja riesig hier. Okay, haben wir geschafft, gut. Jetzt langsam muss man ihn geradeaus machen. Dann haben wir einen Kreisverkehr. Wie schnell fahre ich eigentlich? 40. Und jetzt muss ich hier rumfahren. Fahren wir hier so rum. Langsam. Sieht jetzt hier links aus? Ja, gut, auch gut. Und jetzt muss ich hier rum. Stopp, langsam. Langsam. Und jetzt hier hoch, ne? Hier hoch, stopp. Hier hoch jetzt. Ja, da hoch. Genau. Da fahren wir jetzt hoch. Mit 100. Sind wir gut, schon mal gut unterwegs. Mit dem Gliederzug. Gliederzug fahre ich nicht gerne. Da habe ich direkt am Anfang da so einige Probleme gehabt. Und naja, ist egal. Er fährt. Und er fährt da ruhig hier heute. Denkst du? Na, wo fährst du? Was ist los hier? Bin ich auf der Straße falsch hier verkehrt gefahren? Okay, der hat mich ja wieder weggelotst, der Idiot. Ja gut, jetzt habe ich verkehrte Spur. Wo muss ich hin? Auf Stuttgart muss ich. Das ist wieder blöd jetzt. Das ist blöd. Ich muss gleich wieder runter und dann sehen, dass ich dann da wieder in die richtige Fahrbahn komme. Die Fahrbahnseite. Ich wollte den überholen, das ging so gut und dann schwuppdiwupp habe ich die Ausfahrt verpasst. Aber können wir nichts machen, fahren wir erstmal weiter. Ich muss auf die andere Seite fahren. Mit dem Gerät hier.
zum Gliederzug. Alles dunkel. Ich muss abfahren gleich. Wo kommt der denn her? Ja, gut. Also, wie komme ich hier wieder runter? Ich bin in der verkehrten Richtung. Schaden, ja, danke. Hab ich jetzt einen Schaden oder? Moment, langsam. Stopp. Wo geht's da hin? Da unten Tankstelle muss ich tanken oder? Ne, tanken haben wir noch. Weiter geht es. Okay. Ich bin wieder in der verkehrten Richtung. Oder ich muss nach Stuttgart. Und ich muss jetzt hier runter. Hoffe ich. Hat der jetzt mir eine neue Tour hier verpasst oder nicht? Ich muss nochmal anhalten hier. Wie sieht das aus? 376 Kilometer. Hat der jetzt eine neue Tour für mich gemacht hier oder lotst er mich in die falsche Richtung? Das ist die Frage. 374 könnte hinkommen, Frankfurt-Stuttgart. Bin ich wieder zu schnell hier. Im Dunkeln. 77, ja. 77, okay. Wird es jetzt hell oder? Könnte sein. Also, eine Geisterfahrt hier. Wo geht es hier hin? Die Fahrt jetzt ab 352 nur noch, ja. Fahre ich jetzt weg vom Ziel oder zum Ziel hin? Nutze mich jetzt nach Stuttgart oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Im Dunkeln. Bin zu schnell, langsamer, hier in der Kurve vor allen Dingen. Dann mit dem Gliederzug hinten dran. Dafür gab es dann noch 5.000 Euro. Dafür gab es, wo geht es dahin? Wo geht es dahin? Nach Kassel, Frankfurt, Stuttgart. Geradeaus. Ja, von Frankfurt kam ich ja gerade. Jetzt muss ich mal sehen. Hier muss ich rechts bleiben und dann wieder auf der Fahrbahn zurückfahren. Ne? Dann muss ich dann wieder, genau, ich muss wieder zurückfahren, die Gegenfahrbahn. Und dazu muss ich jetzt hier runter. Und dazu brauche ich die richtige Abfahrt hier. War das jetzt die erste oder die zweite oder? Langsam. Ja, haben wir. Da geht es wohin? Muss ich jetzt hier runter? Ja, ich muss hier runter. Ich muss schon runter. Hier rein. Ja, hier rein muss ich. Langsam. Mit meinem riesigen Anhänger hinten dran. Okay, haben wir.
Jetzt bin ich wieder in der richtigen Tour. Jetzt bin ich in der richtigen Tour, der richtigen Fahrtstrecke. Also wieder zurück. Es ist schon bald dunkel, wird bald hell. Ja, so kann das gehen. Dann fährt man, will man überholen und hat es eilig. Wo geht's jetzt hier hin? Landstraße links oder wie? Ja, nach Stuttgart links. Mit dem großen Gefährt hier. Das gefällt mir aber nicht. Und der Simulator keine Rücksicht darauf, was mir gefällt. Okay. Falsche Landstraße wieder. Jedenfalls fahren wir jetzt Richtung Stuttgart. Das ist schon mal gut. Seit 257 Kilometer habe ich noch. Ich komme dem Ziel näher. Ja. Gestern habe ich ja ein Video gesehen über ETS. Fand ich auch sehr interessant. Langsam. Wie die Schikanen hier. Ich möchte hier nicht gleich in der Böschung liegen. Mit dem Anhänger. Mit dem Anhänger, mit dem langen. Was haben wir da? Moment, muss ich hier wieder abbiegen? Oder da geht es nach Stuttgart weiter, ja. Ich bin richtig, das ist schon mal gut, aber ich muss jetzt hier links fahren oder wie? Was zeigt ihr hier an? Links fahren oder? Moment, lang. Ich fahre jetzt hier der Strecke, ich folge der Strecke und dann muss ich wohin? Ach, der macht hier so eine Kurve, so eine komische. Sind wir hier auf dem Nürburgring oder was? Langsam. 14, 16 Kilometer mit dem kleinen Gefährten dran. Da schickt er mich mit dem langen Gefährt hier in die Karpaten. Ich habe nicht die Absicht jetzt hier irgendwo die Böschung runterzufahren. Jetzt müssen wir sehen, dass wir weiter bremsen. Hier geht's abwärts und steile Kurve auch noch. Ich muss den mal ausnehmen. Dann habe ich den Gegenverkehr nicht zu weit außen. Weiter. Langsam. Komme ich da hinten rum? Ja, scheint so. Da komme ich rum. Ich muss aber außen bleiben hier. Ich bin aber schon auf dem weißen Streifen. Mit dem Anhänger. Jetzt sehen wir besser. Jetzt eine Linkskurve, klar. Jetzt eine Linkskurve. Und da können wir dann wieder mehr außen fahren. Langsam. Ganz langsam. Wichtig ist ankommen. Der rollt gut. Der Anhänger. Der rollt gut. Was haben wir da hinten? Ein Wolkenband oder was ist das da? Bauen sich da die Bäume auf oder? Ja, gut. Weiter.
4036 fahre ich hier. Ist egal. Ja, toll. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Regen. Endlich mal wieder Regen, Leute. Hurra. Mit dem schwierigen Transport hier. Gewitter. Und dann kurvenreiche nasse Straße. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Ah, was haben wir da? Die zucken ganz langsam da vor uns her. Die fahren aber vernünftig. Überholen kann ich hier sowieso nicht. Also schließen wir uns eben an. 24, 25, okay. Da sollte man auch vielleicht misstrauisch sein, wenn da so einer langsam fährt vor einem, dann verdeckt er die Ausfahrt und dann schwuppdiwupp. Also, ja. Ich werde nicht überholen, Leute, in so einer unsicheren Situation. Und zwei Fahrzeuge hintereinander, die wir dahinter bleiben als in einem Graben. Damit meinem langen Gefährt sowieso nicht. Und dann mein Gliederzug hier. Jetzt wieder hoch und runter, links und rechts Kurven. Die bleiben mir aber erhalten, die beiden da. Da vor mir. Man könnte ja mal meinen, die geben mal Gas und verschwinden, aber ist nicht so. Ist nicht so. Was ist das? Komischer Hocker. Metalldosen habe ich also. Besser, wird langsam hell. Schon ein bisschen besser, ja. Und wo geht's da hin? Mannheim, München, Innsbruck. Bin ich schon vorbei? Ja, ich muss erst runter. Mannheim. Da muss ich ja nicht hin. Jetzt muss ich mal sehen, dass ich hier wieder die Kurve gut bekomme. Ohne hier. Ich muss jetzt hier schön die Außen wegfahren. Und dann so rüberfahren. Ja, schaffen wir, genau. Schaffen wir. Schaffen wir. Und wieso geht das hier so schnell? Langsam. Ja, also. Wo müssen wir jetzt hin hier? Ich habe keine Anzeige hier. Links muss ich erstmal fahren, oder wie? Erstmal geradeaus und dann links. Ja, scheint so. Können wir ausmachen. Können wir den Scheibenwischer wegmachen? Dann muss ich jetzt hier gleich links fahren. Langsam. Hier ist schon hoch, oder? Unter der Brücke durch. Unter der Brücke durch. Ja. Unter der Brücke durch. Und dann können wir mal winken. Und jetzt muss ich hier wieder groß ausholen. Und dann nicht festfahren. Machen wir, ja. Kommen wir rüber, ja. Gut. Haben wir geschafft mit dem Gliederzug.
man da mal nicht dran denkt, dann hängst du da fest. Okay. Der hat aber einen mitbekommen. Ja. Also geradeaus. Geradeaus. Ich bin wieder zu schnell. Nee, bin ich gar nicht. 73 ist nicht zu schnell, aber ich habe das Gefühl, dass ich zu schnell bin. Ja. Im Lenkrad das ruhiger, wäre natürlich durchaus mal eine Hilfe. Oder gewöhne ich mich hinterher nochmal? Ja, und ein Gaspedal, das richtig funktionieren würde, wäre gut. Ich fahre langsam 26, was ist los? Jetzt wieder ein Höhenzug hier. Ein Höhenzug. War ich jetzt nach Stuttgart dran oder? Es war schon ein paar Mal in Stuttgart, aber hier war ich noch nicht. Das wüsste ich. Das wüsste ich. Da geht es wieder zu einer Linkskurve. Eine langgezogene Linkskurve. Dann schleichen wir mal dahinter. 50. 50 gut. Und dann Stuttgart geradeaus. Stuttgart geradeaus. Und Stuttgart geradeaus, genau. Da geht's nach Mannheim. Da waren wir auch schon ein paar Mal. Jetzt fahren wir nach Stuttgart. Mit 50 Stundenkilometer. Aber so ein kleiner Zug hier. Und da bin ich froh, wenn ich da überhaupt ankomme. Gesund total. Jetzt haben wir wieder eine Linkskurve. Muss ich jetzt die Spur wechseln oder machen wir das mal? Und dann möchte ich hier so außen fahren. Ich bin wieder zu schnell. Jedenfalls habe ich wieder das Empfinden, dass ich zu schnell wäre. Dass ich so in eine Situation komme, die ich dann nicht mehr beherrschen kann. Okay, 40. 40 weiter mit 40. Was haben wir da? 100, ja. 100 ist nicht bei einer Region hier. Hier geht es nicht um schnell fahren, hier geht es darum, diesen Güterzug ans Ziel zu bekommen. Jedenfalls für mich. Ja, sind wir hier. Schöne Gegend, sehe ich schon mal. Schöne Gegend. Für Fotos habe ich aber jetzt keine Zeit hier. Dann müsste ich vielleicht mal die Knöpfe anders belegen. Was ist das hier? Der Disponent will schon was. Der Disponent, den dreht sich nochmal im Arsch. Was will der hier? Dann meldet er sich auf dem Navi. Der Kunde erwartet die Lieferung bald, ja. Ich bin noch in einer Stunde und 20 Minuten da. Obwohl wir heute Sonntag haben. Also der Disponent meldet sich ja auch andauernd. Nicht andauernd, aber zwischendurch immer wieder. Und
teilt mir mit, dass der Kunde die Anlieferung bald warte. Um den Stress zu erhöhen. Warum? Ich bin zu schnell. 87 Kilometer und ich gebe gar kein Gas, der fährt von alleine, aber trotzdem, der geht runter, aber langsam. Jetzt sind wir bei 70. 70 ist gut. 70 ist gut. Ja. Wieder ein Fehler heute gemacht, verfahren, falsch gefahren, dann wieder zurückgefahren, ein paar Autos angetitscht, langsam, da geht es nach Stuttgart geradeaus. Nein, der sagte, ich muss hier runter gleich. Na, wie gesagt, ich muss hier gleich runter. Hatten wir schon ein paar Mal. Ich muss an den Gliederzug denken hier. Da geht es nach Mannheim, Stuttgart. Langsam. So, wo geht es jetzt hin? Jetzt muss ich hier erstmal gleich runterfahren. Hier schon, oder? Moment, langsam. Hier schon? Nein, hier noch nicht. Hier noch nicht, die nächste. Ich bin wieder verkehrt. Okay. Ich muss dahinter, da oben die quer, da muss ich rüber. Jetzt hier muss ich runter, ne? Hier muss ich rauf. Hier muss ich runter. Was sind das hier? Pädagogische Übungen oder? Langsam. Ich möchte hier nirgendwo. Ich muss mit dem Anhänger hier oben um die Kurve kommen. Okay, stopp, wohin jetzt? Geradeaus erstmal. Geradeaus. Geradeaus, ja. Also es ist die Arbeit. Das ist Arbeit. Das ist noch kein Spaß. Könnte vielleicht mal Spaß werden, aber noch ist es Arbeit. Also geradeaus. Ich habe alles im Blick. Linker Spiegel, rechter Spiegel. Und da geht es nach Stuttgart, hurra. Da geht es nach Stuttgart. Wir kommen dem Ziel schon mal näher. Ich bin zu schnell. Muss mal den Fuß vom Gas nehmen. 82, 60, hier runter jetzt, ne? Ja, hier runter. Hier runter. Da sind wir schon runter jetzt hier, genau. Ja, nicht anhalten, nicht einschlafen. Mit dem Gliederzug, mit dem langen Ding hier um die Kurve kommen, darum geht es. Und jetzt wir hier außen fahren. Stopp, langsam. Damit ich mit dem Anhänger auch um die Kurve komme. Das ist dann so quasi den äußeren Rand hier. Haben wir geschafft, ja, schon mal gut. Und dann hier mal rüber. Wo geht es jetzt hier lang? Hier zweispurig oder? Sieht so aus. Ich bin schon wieder zu schnell. Stuttgart sind wir, ja, hurra. Und wo müssen wir jetzt hin? Nach Stuttgart.
Jo, das ist die Stadt, ja, sehr schön. Fahren wir in die Stadt hinein und dann schauen wir mal, wo wir dahin müssen. Gleich müssen wir da irgendwo rein. Wir kommen dem Ziel näher. Müssen wir jetzt schon hier irgendwo abbiegen? Nein, geradeaus. Stopp, stopp. Ich muss mal hier meine Ansicht umschalten. F5 war das, ne? Da die muss ich umschalten. Und das heißt, ich muss ja an der Ampel gleich hier irgendwann links fahren. Jetzt zwar noch nicht, aber kommt gleich der nächste dahinterher. Jetzt hier müssen wir links fahren. Jetzt schon. Stopp, langsam, stopp. Hier ist schon rein, oder? Da auf den Hof, genau. Da muss ich auf den Hof fahren. Und dazu muss ich jetzt mal groß ausholen. Und dann Stopp. Gegenverkehr. Und dann müssen wir sehen, dass wir jetzt hier darauf kommen. Ja, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Noch ein Stück. Okay, noch ein Stück bitte. Haben wir. Und ich bin in Halle. Wo soll ich parken? Bestätigen, machen wir das, ja. Ausgezeichnet, sagt er, 397 Kilometer. Und ich bekomme 5.000 Euro. Schon mal gut, und 347 Erfahrungspunkte. Gut, damit sind wir da schon mal zufrieden. Was sagt die Karriere? Ach, ich komme in den dunkelgrünen Bereich hinein. Bei 13. Und Level 5 bin ich immer noch. 1, 2, 3. Entspricht hier so einer Höhe hier einmal einem Level, oder? Ich weiß nicht genau. Ja, 4 Neulinge, also weiter. Können wir mal ausmachen. Und heute noch eine zweite Tour machen, oder? Wenn ja, wohin? Auftragsvergabe. Bekommen wir noch einen Auftrag im zweiten heute? Frankfurt nach Straßburg, nein, nicht schon wieder. Nach Lyon auch nicht. Frankfurt am Main, nein. Nach Bern. Ich bin doch jetzt, wo bin ich? In Stuttgart. Da bin ich in Stuttgart. Und von hier geht es nach Zürich. Da geht es nach München. Dann Baumstämme nach Zürich. Ja, Traktoren. Traktoren nach Zürich. Was bringt am meisten Geld? Traktoren nach Zürich. Fahren wir die Traktoren nach Zürich. 3800 bringt das meiste Geld. Okay. Auf da nehmen. Und ja, den kennen wir doch schon, oder nicht? Wo geht's jetzt hier wieder raus? Keine Ahnung. Wie komme ich hier raus? Da habe ich also die Traktoren. Ich glaube, ich muss hier
Muss ich da hinten hin oder? Da komme ich nicht raus, da hinten. Und das heißt also, ich muss hier um die Ecke fahren, denke ich mal. Hier muss ich um die Ecke fahren. Okay. Machen wir das mal. Jetzt müssen wir das mal einschalten. Okay. Tank halb leer. Dann 200 Kilometer. Sollten wir vielleicht vorher noch irgendwo tanken. Bei Gelegenheit. Und ich habe also Traktoren geladen. Die sind nicht allzu weit. Okay. Was sagt das Licht? Habe ich genug Licht? F4. Also ich hatte schon mal gesagt, die Tastatur, da sehe ich dann nicht. Hier haben wir. Jetzt haben wir also Licht und dann können wir mal langsam anfangen, oder? Licht haben wir, Spiegel haben wir. Okay, eingeschaltet ist er. Jetzt müssen wir mal sehen mit den Traktoren. Dann müssen wir da um die Kurve fahren. Und dann da rausfahren, langsam. Ja, es muss ja irgendwo ein Tor sein. Da ist ein Tor. Ich möchte hier so rüberfahren, so. Und dann da geradeaus fahren. Und dann muss ich wo? Links runter. Dann links runter. Stopp. Der ist frei, der ist auch frei. Also, auf geht's nach Zürich. Zürich, glaube ich, war ich noch nicht. Ich war in Bern, aber nicht in Zürich. Nicht in Zürich. Ja. Ich sehe wieder nichts. Ich habe wieder die Spiegel nicht alle im Blick hier. So. Ja, weil ich mit der Maus hier mal hantieren muss. Mit der Maus hantieren, ja. So, jetzt hier wieder links ab, ja. Also nach links runter. Und dann Straße folgen, dann gleich rechts hoch. Hier schon oder hinter der Brücke? Vor der Brücke. Hier schon hoch, ja. Hier schon hoch, ja genau. Aber nicht so schnell. Ich bin wieder auf dem Rasen hier, fahre wie die Blumenblatt. So. Stuttgart, Zürich. Okay. Zürich jetzt darüber. Ja. Haben wir. Und jetzt folgen. Jetzt folgen. Zweite Tour heute, 2 Touren. Ich bin wieder zu schnell, 86. Viel zu schnell. Geradeaus.
Ja, geradeaus müssen wir fahren. Und hier bleiben wir. Zürich. Navi stimmt sogar überein. Und was ist das Navi jetzt hier? Hier noch irgendwo hin. Wir müssen gleich rechts ab. Moment, langsam. Jetzt hier müssen wir links ab. Hier müssen wir runter. Nach Zürich Bern, ja. Langsam, langsam. Wir haben wieder Anhänger hinten dran. Wir wollen nicht, dass die Traktoren hier runterfallen. Ja, gut, haben wir. Geht es weiter? Geradeaus oder? Ja, geradeaus. Hier muss ich erstmal hin. Wie geht's hin? Genau. Nach Zürich. Habe ich jetzt hier einen Wechsel? Ich bin zu schnell. Ich bin zu schnell. Also, was hat die Anzeige? Wo müssen wir hin hier? Zürich in der Mitte. Das Straßburg wollen wir nicht. Hier wollen wir hin. Okay. Hätten wir natürlich einen Blinker setzen können, wenn wir dann gedacht hätten. Aber ich bin momentan hier noch mit der Technik und so, mit der Lenkung völlig überfordert. Von daher bin ich froh, dass ich überhaupt fahre, ohne einen Unfall zu machen. Also nach Zürich. Zweite Tour. Erste Tour gab 4.000, zweite Tour 5.000. Also fast 10.000 an einem Tag verdient hier. Theoretisch. Fantasiegeld. Nach Zürich. Was haben wir da? Polizei, ja. Was haben wir jetzt hier? Bergkulisse? Mit Aussicht oder wie? Fahren wir mit dem Tal hier. Das ist ein Stausee oder was ist das? Kann ich nicht genau sehen. Ich kann doch nicht hier rüberschauen. Beziehungsweise ich lerne das jetzt langsam. Okay. Das also versuchen mit einer Hand das Lenkrad hier ganz ruhig zu halten. Und dann bei 57 jetzt hier, den kenne ich auch schon. Der mit dem, den hatte ich ja schon ein paar Mal. Und manche Fahrzeuge kommen hier immer wieder. Der weiße Bus, der jetzt hier dann kam. Ja. Ich bin schon wieder müde. Fahren macht müde. Oh, 60 macht müde. Wir haben noch 100 Kilometer und wir bald da. Sind wir bald da? Mal hier rüber.
Okay, ich versuche jetzt mal hier das Ganze ruhig zu halten und mit einer Hand zu steuern. Und mit der rechten Hand versuche ich jetzt mit der Maus hier zu agieren. Was ist mit Tanken, ne? Ich habe ja was heißt mit Tanken. Tanken, da hat sich gekümmert, tanken. Tanken machen wir jetzt auch, komm. Jetzt tanken wir auch gleich. Okay. Weil wir ja nicht mehr viel drin haben im Tank. Und dann nehmen wir den Tank mit. Da außen drauf. Sind wir schon in der Schweiz oder? Weiß ich nicht genau. Okay. Das E haben wir. Und jetzt Eingabe. Haben wir 300 Euro. 300 Liter. Ja, gut. Dann machen wir wieder an hier. Haben wir. Okay. Es kann weitergehen. Es kann weitergehen. Es kann weitergehen natürlich. Mit vollem Tank. Und also ich mache hier Learning by Doing. Versuche erstmal so auf der Straße zu bleiben und dann wird ich näher an den Feinheiten schleifen. Also Verkehrsregeln und so weiter. Aber nicht immer alles auf einmal, sondern so nacheinander. Ja, das Lernen im komplexes Lernen ist das hier auch. Eine komplexe Aufgabe. Simulator lernen. Wo muss man denn hier hin? Wieso muss ich jetzt hier wieder eine Fahrseite nach Zürich fahren? Heißt ja, ich muss jetzt hier abfahren. Das ist nämlich auch gut. Abfahren, ja. Zürich fahren. Stopp, langsam, langsam, langsam. Hier muss ich schon runter. Hier muss ich schon runter. Das ist aber nicht so optimal hier. Muss man den so. Das ist irgendwie. Ach, genau, das habe ich gemeint. Das hänge ich da fest. Das war aber eine enge Staatsgeschichte hier. Eine ganz enge. Da bin ich gar nicht richtig, obwohl ich schon weit Bogen gemacht habe. Und ich sehe das hier in der Schweiz. Jetzt hängen wir auf der linken Seite fest hier. Fest nicht, aber also gerade hätte ich beinahe festgehangen.
müssen wir wieder hier sehen, dass wir außen rumfahren. Ziemlich weit außen. Das wird dann da. Wobei, das wird aber knapp hier. Das ist aber alles knapp. War nicht perfekt, aber wir nähern uns den Perfekten an. Okay, Zürich. Muss ich jetzt schon runter? Sieht so aus. Ich glaube ja. Also das war eine gefährliche Abfahrt. Ganz enge Geschichte. Jetzt muss ich hier runter. Haben wir noch mehr so eine Sachen? Deswegen gibt es ja auch 5.000 Euro für. Oder 4.800. Hier geht es schon runter, ja. Dann müssen wir mal ganz weit außen fahren. Damit wir da, stopp langsam, damit wir da um die Kurve kommen. Weiter ausholen. Die war rechts auf der linken Seite, stopp langsam, damit wir da um die Kurve kommen. Und dann haben wir das so, dann ein bisschen mehr Platz. Wo geht es jetzt geradeaus? Geradeaus. Wo denn jetzt? Bei 2 Spuren oder eine Spur? Keine Ahnung. Ja, okay, wir sind in Zürich. Und das sind schwierige Strecken hier. Das sind schwierige Strecken. Bin ich jetzt richtig? Ja. Kurven, linke Kurve, rechte Kurve, langsam, langsam, langsam. Weiß ich, Ostaufland Zürich, ja. Okay, wo müssen wir hin? Wohin? Ja, da ist noch erstmal. Jetzt irgendwo hängen bleiben. Irgendwo hängen bleiben. Langsam. Ich bin wieder zu schnell hier. Die engen Straßen hier. Ich muss langsamer fahren. Ja. Damit die Direktoren dort ankommen. Wo muss ich jetzt hier hin? Noch weiter, noch weiter. Noch weiter. Weiter um die Kurve und jetzt gleich links kommen. Gleich links fahren. Jetzt hier schön links, ja. Hier schön rein, ja. Dann können wir da drüber fahren. Und wo müssen wir jetzt hin? Langsam. Langsam, langsam. Ja, gehen noch nicht irgendwo rein, aber vielleicht müssen wir da links fahren. Hier glaube ich schon links fahren. Stopp. Hier schon links fahren. Müssen wir da irgendwo rein? Da müssen wir rein. Da müssen wir rein und jetzt wieder rein. Stopp langsam. Hier schon rein? Ja. Genau. Da müssen wir schon rein. Da wollen wir jetzt auf den Hof. Stopp. Das ist der falsche. Das ist der falsche. Was hatte mich wieder auf die verkehrte Seite gelotst? Dieser Blödmann hier. Ich bin wieder auf der verkehrten Seite. Ich wollte zum Abladeplatz und bin jetzt hier wieder nicht ganz richtig. Bin jetzt in der Werkstatt.
Also erstmal wieder zurücksetzen. Da geht's lang. Da muss ich jetzt erstmal zurücksetzen. Dass wir wieder rauskommen. Und dann fahre ich dann geradeaus dann wieder hochstopp. Und dann sind wir das da hoch. Dann sind wir dann hoch. Hänge ich schon fest oder wie? Hier müssen wir rein, geradeaus, ja. Und jetzt muss ich rechts fahren. Ja, einmal wieder dieselben Tücken hier. Dass er mich hier, dass er mir jetzt hier, ach, da muss ich jetzt links fahren. Langsam, langsam, langsam. Jetzt muss ich hier rein. Da komme ich aber nicht rein. So. Eingabe, machen wir und weg damit. Was hat der? 217 Kilometer ausgezeichnet. Hier haben wir Level 6. 217 Erfahrungspunkte. Ja, ich hoffe. Jetzt hier mehr als mehrere Sachen ankreuzen. Mehr kenne ich ja nicht. Feinfahrten. Ach, da kann ich ja gar nicht ankreuzen. Also, hochwertige Fahrt, zerbrechliche Fahrt. Also da kann man ja gar nicht ankreuzen. Ich kann nur die ersten 4 Seiten ankreuzen. Den auch nicht. Also für ADL-Eingang oder wie? Okay. Das heißt also, ja, könnte behalten, brauchen wir nicht. Ab jetzt kannst du deinen eigenen Auflieger kaufen, aufrüsten und lackieren, um sie zu deinem LKW passend brauchen wir nicht, kannst du behalten. Was hat die Bank? Die Bank sagt also 46.000. Also einen halben LKW haben wir schon bald. Das reicht aber lange nicht für Selbstständigkeit. Das machen wir nicht, Leute. Okay, für heute erstmal genug. Ich bin Corgi. Genug gebasselt. Ja, also macht's gut. Ich bedanke mich für das Mitfahren und bis zum nächsten Mal.